Trotz der massiven Polizeipräsenz blieben viele Protestierende entschlossen und blockierten weiterhin die Straßen. Sie skandierten weiterhin antifaschistische Parolen wie „Alle zusammen gegen den Faschismus“, was ihre Entschlossenheit zum Ausdruck brachte, gegen die rechte Partei Stellung zu beziehen. Hey Leute, heute schauen wir uns an, wie die Linken und die Antifa beim AfD-Parteitag in Riesa wieder komplett durchdrehen. Straßenblockaden, Autos anhalten und kontrollieren. Und das Beste, sie greifen sogar das Auto von Alice Weidel an. Und die Polizei, sie schaut einfach nur zu. Aber wehe, ein linker Politiker kommt mal selbst was ab. Dann heißt es gleich Polizeigewalt. Diese Doppelmoral muss man gesehen haben. Bleibt dran, schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Auf geht's! Auf Nazi-Propaganda, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Refugees are welcome here. Say it loud, say it here. Refugees are welcome here. Say it loud, say it here. Refugees are welcome here. Say it loud, say it here. Propaganda, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Am 11. Januar 2025 kam es in Riesa, Deutschland, zu heftigen Protesten vor einem mit Spannung erwarteten Parteitag der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland, AfD. Aktivisten mehrerer NGOs, die sich zunehmend besorgt über die Rhetorik und die politischen Ziele der AfD zeigten, organisierten eine Demonstration, um den Zugang zum Kongressgebäude zu blockieren. Die Proteste begannen bereits am frühen Morgen, als Busse mit Demonstranten in die Stadt kamen, was die weit verbreitete Ablehnung der Partei und ihrer rechtsextremen Ideologien verdeutlichte. Die Protestierenden setzten sich auf die Straßen und skandierten Slogans wie „Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda“ und „Say it loud, say it clear, refugees are welcome here“, um ihre Opposition zu den Ansichten der AfD bezüglich Migration und Nationalismus klarzumachen. Einige Demonstranten trugen auch Banner mit Aufschriften wie „Nie wieder ist jetzt“ und „Keine Nazis“, um ihren Widerstand gegen die wahrgenommene faschistische und nationalistische Haltung der Partei zu unterstreichen. Mit fortschreitendem Verlauf der Proteste wurden Sondereinsatzkommandos der Polizei hinzugezogen, um die Situation zu kontrollieren. Die Beamten versuchten, die Protestierenden von den Straßen zu entfernen, um den AfD-Delegierten den Zugang zum Kongressgebäude zu ermöglichen. Die Lage eskalierte, als es zu Handgemengen zwischen den Polizisten und den Demonstranten kam, wobei einige Protestierende von der Straße gezerrt wurden. In einem Moment war zu sehen, wie ein Demonstrant einem anderen Wasser ins Gesicht spritzte, was die Intensität der Auseinandersetzungen verdeutlichte. Trotz der massiven Polizeipräsenz blieben viele Protestierende entschlossen und blockierten weiterhin die Straßen. Sie skandierten weiterhin antifaschistische Parolen wie „Alle zusammen gegen den Faschismus“, was ihre Entschlossenheit zum Ausdruck brachte, gegen die rechte Partei Stellung zu beziehen. Mit zunehmender Protestdauer und der Ankunft weiterer Busse, die mehr Demonstranten brachten, nahmen die Proteste an Intensität zu. Die Polizei und die Demonstranten standen in wiederholten Auseinandersetzungen, was deutlich machte, dass beide Seiten fest an ihren Positionen festhielten. Die Situation wurde weiter angeheizt durch die zunehmende Zahl der Protestierenden, die sich der AfD-Versammlung entgegenstellten. Das Kongressgebäude der AfD, ein zentraler Ort für das jährliche Treffen der Partei, war von Protestaktionen umgeben. Einige Demonstranten hielten Fahnen und Plakate hoch, auf denen sie ein Ende der Normalisierung rechtsextremer Ideologien forderten. Ein besonders auffälliges Bild war das eines Demonstranten, der eine Flagge mit der Aufschrift „Keine Nazis“ hielt, ein unmissverständlicher Aufruf, dem Aufstieg rechtsextremer Bewegungen in Deutschland entgegenzutreten. Die Proteste waren jedoch nicht nur eine Reaktion auf die AfD-Versammlung, sondern auch Teil eines breiteren, andauernden Kampfes um die politische Zukunft Deutschlands. Die AfD, die in den letzten Jahren erheblich an Zulauf gewonnen hat, liegt derzeit mit 21,5% in einer aktuellen INSA-Umfrage auf dem zweiten Platz und bereitet sich auf die bevorstehenden Bundestagswahlen am 23. Februar 2025 vor. Obwohl die CDU klar in Führung liegt, sorgt der Aufstieg der AfD zunehmend für Besorgnis über eine politische Verschiebung hin zu Rechtspopulismus und Nationalismus.
Daher waren die Proteste gegen den AfD-Parteitag in Riesa nicht nur ein lokales Ereignis, sondern spiegelten die zunehmende Polarisierung der politischen Landschaft in Deutschland wider, in der antifaschistische Gruppen sich immer stärker gegen die als Bedrohung empfundenen rechtsextremen Bewegungen stellen. Die Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten verdeutlichten die volatile politische Lage in Deutschland, in der die Rhetorik der rechten Parteien immer häufiger auf Widerstand von antifaschistischen Gruppen trifft. Der Konflikt in Riesa war ein klares Zeichen für die wachsenden politischen Spannungen im Land, in dem die AfD unter einem Teil der Bevölkerung zunehmend Unterstützung findet, während andere entschlossen sind, das zu verhindern, was sie als Bedrohung für die demokratischen Werte betrachten. Die Zusammenstöße in Riesa erinnerten eindrucksvoll an die hohen Einsätze bei den bevorstehenden Bundestagswahlen, bei denen die politische Zukunft Deutschlands auf dem Spiel steht. Rassismus und Feindseligkeit. Antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Massiver Protest gegen AfD-Parteitag in Riesa. Am Samstag haben tausende Menschen in Riesa gegen den dort an diesem Wochenende stattfindenden Bundesparteitag der AfD protestiert. Demonstranten versuchten immer wieder, die Zufahrtsstraßen in die Stadt und zur Arena zu blockieren. Dabei kam es zur Auseinandersetzung mit der Polizei. Diese war mit 2000 Einsatzkräften vor Ort. Durch die Blockaden verzögerte sich der Beginn des Parteitags um etwa 2 Stunden, weil AfD-Delegierte nicht zur Arena kamen. Was seid ihr? Wir sind unser Kopf! Hallo! Was soll das? Wir sind heute hier, um den AfD-Bundesparteitag hier in Riesa zu verhindern. Für uns steht die AfD für Ausgrenzung, für diskriminierendes Verhalten, für Hass und für Hetze. Wir von Widersetzen wollen ganz klar zeigen, dass wir die Mehrheit sind, dass wir für offene Grenzen sind, für eine solidarische Gesellschaft, für die Gesellschaft der vielen. Wir fordern die Polizei auf, nicht weiter in Menschen hineinzufahren. Hören Sie auf mit solch gefährlichen Tun. Bundesparteitag der AfD im sächsischen Riesa am Wochenende. Bereits am frühen Samstagmorgen kam es zu ersten Rangeleien von AfD-Gegnern und Sicherheitskräften. Mehrere Bündnisse hatten im Vorfeld zu Gegenprotesten aufgerufen. Wir sind heute hier, um der AfD zu zeigen, dass wir gar keinen Bock haben, dass sie hier ihren Bundesparteitag in Riesa durchführen wollen. Riesa ist kein ruhiges Hinterland. Wir wollen uns zu Tausenden widersetzen. Ich wünsche mir, dass Leute wie wir laut sind und ein klares Zeichen gegen rechte Hetze, Rassismus, Antisemitismus und Antifeminismus zeigen, dass sie sich einstehen und dass wir eben in der Bundestagswahl nicht die AfD und nicht die CDU als stärkste Parteien haben, sondern eben zeigen, Deutschland ist auch irgendwie vielfältig und solidarisch, dass wir da einstehen füreinander. Rund 10.000 AfD-Gegner werden am Wochenende in Riesa erwartet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Hier seht ihr Steuergelder bei der Arbeit. Das BKA knüppelt für Alice Weidel die Straße frei. Los geht's. Es ist einfach unglaublich, was sich diese linken Gruppen und ihre Unterstützer herausnehmen. Straßenblockaden, Fahrzeugkontrolle, Angriffe auf Autos und das alles unter den Augen der Polizei, die oft untätig bleibt. Dass das BKA einschreiten musste, um Alice Weidel zu schützen, zeigt doch, wie absurd die Situation geworden ist. Die Polizei sollte sich endlich entscheiden, ob sie für die Sicherheit aller Bürger da ist
oder ob sie weiterhin wegschaut, wenn der linke Mob tobt. Das Beste an diesem Chaos: ein linker Politiker läuft fröhlich bei der Antifa mit, bekommt einen Schlag ab und plötzlich ist die Polizeigewalt wieder das Hauptthema. Wenn diese Gruppen austeilen, haben sie keine Grenzen. Aber wehe, es trifft sie selbst. Dann ist das Jammer groß. Das zeigt nur, wie sehr diese Leute in ihrer eigenen Welt leben. Es wird höchste Zeit, dass der Rechtsstaat hier klare Kante zeigt. Diese Leute müssen lernen, dass sie nicht über den Gesetzen stehen und begreifen, wo ihr Platz in einer Demokratie ist. Jeder sollte sich fragen, ob solche Aktionen wirklich etwas mit Vielfalt oder Toleranz zu tun haben oder ob es nur darum geht, Andersdenkende zu unterdrücken. So Freunde, das war's für heute. Es bleibt einfach unfassbar, was in diesem Land abgeht und wie sehr die linken Chaoten und ihre Unterstützer unsere Demokratie mit Füßen treten. Wenn euch das genauso aufregt wie mich, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal und haut eure Meinung in die Kommentare. Lasst uns zeigen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bleibt kritisch und wachsam.